Wir verlesen Ihnen nun eine Erklärung des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik. Also ich mache mal so ganz allgemein. Ne? Meine Arbeit Schizosonics im Kindl, Zentrum für zeitgenössische Kunst, hier im Kesselhaus, ist eine interdisziplinäre Soundinstallation, die sich mit Sound als Waffe, Sound als Propagandamittel, aber eben auch Sound als kultureller Transmitter befasst. Das sozialistische Ghetto wird weiter ausgebaut. Stacheldraht, Betonmauern, Hindernisse. In den 60er Jahren hat sich in Berlin der sogenannte Lautsprecherkrieg zugetragen. Das erzähle ich aber vielleicht später. Ne? Das Kesselhaus hier ist natürlich ein phänomenaler Ort, weil zum einen ist die Dimension dieses Raums beeindruckend. Hier drin ein Kunstwerk zu produzieren, gibt einem natürlich ganz besondere Möglichkeiten. Ja, ich bin ein sehr haptischer und praktischer Künstler und in der ganzen Installation bin ich persönlich involviert. Es ist also keine Konzeptkunst, obwohl es extrem viel mit Aufarbeitung von Geschichte zu tun hat, sondern es ist eine bildhauerische Arbeit, eine physische Arbeit mit dem Material. Für mich sind es Nuancen, die die Situation so herstellen, dass man sich als Betrachter der Situation ergeben kann, sodass man die Zeit und den Raum vergisst und sich danach hoffentlich neu verortet. Das Kesselhaus ist nach außen hin offen, das wollten wir erhalten. In dem Zusammenhang gibt es hier zwei Lichtsettings. Es gibt einmal eine Tageslichtsituation und einen Nachtmodus. Denn selbst zu den Schließzeiten soll der Raum nach außen hin wirken. Wenn ich es schaffe, dass die Besucher sich einem assoziativen Kosmos ergeben, dann ist insofern mein Ziel erreicht. Ich sage auch noch was zu den Skulpturen. Ja? Die beiden monumentalen Soundsysteme, die Soundskulpturen, die hier in der Ausstellung den zentralen physischen Bestandteil ausmachen, sind über einen längeren Zeitraum entwickelt worden, über die letzten 10 Jahre. Mantis bezieht sich auf die Kranfahrzeuge des Lautsprecherkrieges in Berlin. Demgegenüber Panzer ist orientiert an jamaikanischen Lautsprecherwänden, gemorpht mit einem Kettenfahrzeug, sodass es quasi zu einem Hybrid kommt aus einem militärischen Fahrzeug und einem zivilen Soundsystem. Beide Skulpturen sind mehr oder weniger frei inspiriert von diesen Gegebenheiten. Natürlich, wenn ich in einen Raum reingehe, dann gucke ich sofort, was macht der akustisch. Und der hier ist natürlich akustisch extrem krass. So, müssen wir warten, bis der Hall weg ist, ne, wenn wir sprechen. Wir haben hier 20 Meter hohe Decken, wodurch wir eine extrem lange Nachhaltzeit in diesem Raum haben von über 6 Sekunden. Obwohl ich in der Musikproduktion schon die Raumsimulation einbezogen habe, mussten wir hier in dem Raum trotzdem eine ganze Menge an Filterungen vornehmen, sodass es mit dem Widerhall zusammenwirkt. The Berlin Wall was to become the preferred site for a confrontational mobile war of decibels. Bis hierher und nicht weiter. Wir haben eine Engelsgeduld gehabt. Da ich mich lange und intensiv mit mobilen Soundsystemen beschäftigt habe, war für mich dieser Lautsprecherkrieg in Berlin ganz besonders interessant. Die Mauer genügt den Machthabern der Zone nicht. Sie haben jetzt mit einer Lärmoffensive begonnen. In den 60er Jahren, in der Frühphase der Mauer, haben sich die zwei rivalisierenden Systeme, der kommunistische Osten und der kapitalistische Westen, über mobile Lautsprecherfahrzeuge gegenseitig bekriegt. In diesem Sinne eine gute Heimreise, Herr Adenauer. Wir reden ja über Klangkrieg im Kalten Krieg, ne, und der war sehr ideologisch geprägt. Das sogenannte Studio am Stacheldraht fuhr täglich entlang der Mauer und hat versucht, die Gegenseite zu delegitimieren, politisch und ideologisch. Männer der Volkspolizei, Männer der Nationalen Volksarmee. Das Ganze hat allerdings nicht nur in Berlin stattgefunden, sondern es gab auch eine Form dieser Art von akustischem Proxykrieg in Jamaika.
wo die Soundsystemkultur in den 70er Jahren politisch instrumentalisiert wurde. Gather your senses, Moat. Den Versuch, den ich hier unternommen habe in den 43 Minuten des Hörstücks, ist, dass wir zwar von Berlin ausgehen und von der Ost-West-Geschichte und der Teilung und der Wiedervereinigung ausgehen, aber das Ganze im Kontext eines globalen Verhältnisses betrachten, um unserem Geschichtsverständnis etwas hinzuzufügen, was im Endeffekt zu einer Selbstverortung führt. Und es zeigte sich sehr bald, dass wir nicht nur über die besseren Argumente, sondern auch über die besseren Lautsprecher verfügen. Für mich ist bis heute die deutsche Teilung ein wahnsinnig wichtiges Thema, in dem es darum geht, wie unsere Gesellschaft sich heute selbst versteht, als geteilt. Und wer hier diesen Raum betritt und sich bewegt, stellt fest, dass ihm irgendwann ein Fuchs entgegenkommt. Und das bezieht sich auf einen urbanen Mythos, der besagt, dass die Berliner Füchse bis heute die Grenzen nicht überschreiten. Der Wahrheitsgehalt ist schwer zu prüfen, aber vor allem weist es darauf hin, wie sehr diese Grenzen in den Köpfen bestehen. Im Prinzip ist der Fuchs ein Stellvertreter für uns alle. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.